Grüß euch, liebe Zuseher. Ja, die Kategorie Terrier, wir wissen, die beinhaltet Hunde, die für ihre Tollkühnheit und für ihr Feuer berühmt sind. Doch selbst in dieser Kategorie gibt es den einen oder anderen Vertreter, der da eine extra Rolle einnimmt. Und einer dieser Vertreter ist der deutsche Jagdterrier, und über diesen Hund möchte ich heute gerne mit Ihnen sprechen. Jagdterrier, ja, also Terrier, die gibt es eigentlich schon seit dem frühen 15. Jahrhundert. Diese Hunde wurden ausschließlich dazu gebraucht, verschiedenstes Wild zu bekämpfen, zu bejagen und so weiter. Das begann bei Ratten, also Mäusen, Ratten, das ging über Marder bis zum Fuchs, zum Dachs, bis rauf zum Reh und zum Wildschwein. Ja, und doch wie bei vielen anderen Hunderassen ist es dann in der moderneren Zeit auch bei den Terriern so gewesen, dass viele dieser Hunde dann eher nicht mehr als Jagdhunde gebraucht wurden, sondern vermehrt als Ausstellungshunde gezüchtet wurden. Doch Ende des Ersten Weltkriegs, da fand sich eine Gemeinschaft wieder in Deutschland, ja, die, soweit ich weiß, dem mächtigen Fox Terrier Club damals angehörten, und die wollten das verhindern. Die wollten einen Terrier züchten, der auf Ausstellungen eigentlich nichts zu suchen hat, der dafür da ist, ja, wofür er ursprünglich gezüchtet wurde, nämlich für die Jagd. Und die nahmen damals 4 Fox Terrier, und zwar schwarz-rote Fox Terrier, die gab es da damals noch, her und begannen mit diesen und mit anderen Terriern zu experimentieren und gründeten 1926 den ersten deutschen Jagdterrier-Club. Ja, bis heute ist der deutsche Jagdterrier einer der Hunde in dieser Kategorie, die das hört sich jetzt ein bisschen wild an, aber die am feurigsten, am kampfbereitesten, am kompromisslosesten sind. Ja. Es gibt da zum Beispiel den Petterdale Terrier, der von der FCI nicht anerkannt ist. Der fährt eine ähnliche Schiene wie der deutsche Jagdterrier. Aber ansonsten würde ich den deutschen Jagdterrier als den kampfbereitesten, kompromisslosesten aller Terrier bezeichnen. Ja. Und es gibt mit Sicherheit da draußen den einen oder anderen Terrierbesitzer, der der Meinung ist, einen sehr feurigen Terrier zu Hause zu haben, was mit Sicherheit der Wahrheit entspricht. Doch glauben Sie mir, nichts ist feuriger als ein feuriger Jagdterrier. Diese Hunde wurden gezüchtet auf Jagdtauglichkeit im Wasser, am Feld, im Wald, im Bau. Ja. Der kämpft mit dem Fuchs, der kämpft mit dem Dachs, der kämpft mit dem Marder und er kämpft mit dem Schwarzwild, mit dem Wildschwein. Und wenn Sie müssen sich vorstellen, der deutsche Jagdterrier bekommt eine Schulterhöhe von maximal, sagen wir, 40 cm und wird maximal 12 Kilo schwer. Also 10, 11, 12 Kilo schwer. Es wird schwerere deutsche Jagdterrier geben, aber im Schnitt sind das Hunde mit maximal 10, 12 Kilo. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, ein Hund mit 10, 12 Kilo im Kampf, wirklich im Kampf, nicht nur im Aufspüren und in der Verfolgung, sondern im Kampf mit einem Wildschwein. Also jetzt können Sie sich in etwa vorstellen, was für ein Feuer in diesem Hund brodelt. Ja, man sagt, also hauptsächlich in den USA spricht man davon, dass Catchdogs, und in diesem Falle erfüllt der deutsche Jagdterrier die Aufgabe eines Catchdogs, mindestens 30 Kilo schwer sein sollten. Ich bin auch der Meinung, wenn ich schon das Wildschwein jage mit einem Hund, sollte der Hund eine dementsprechende Masse auch mitbringen, selbstverständlich gepaart mit Beweglichkeit und Explosivität, denn wäre das ein schwerfälliger, langsamer Hund, dann wäre die Jagd mit diesem Hund auf ein Wildschwein höchstwahrscheinlich fatal, was es so auch ist. Aber 10, 12 Kilo schwere Hunde, die aufs Schwarzwild gehen, das, ich weiß nicht. Der deutsche Jagdterrier ist dafür berühmt, in Jägerhänden das mit Bravour zu erfüllen, doch dennoch ist das für mich, ja, auch wenn da jetzt viele Jäger vielleicht protestieren, eine etwas nicht so vernünftige Geschichte, mit einem 12 Kilo Hund aus Wildschwein zu gehen. Aber soll so sein, die Jäger wissen das scheinbar besser, machen das schon seit Jahrzehnten und ja.
Wie gesagt, der deutsche Jagdterrier, ein Hund mit maximal 40 cm Schulterhöhe und höchstens 10 bis 12 Kilo schwer, immer in schwarz-rot, ja, und in 2 Fellvarianten, nämlich in Rauhaar und in Kurzhaar. Und gleich vorneweg, der deutsche Jagdterrier ist absolut nicht geeignet für Couch Potatoes. Ja. Wird oftmals nur von Jägerhänden in Jägerhände weitergegeben, doch nicht nur, ja, aber es wird sehr oft gesagt oder darauf hingewiesen, dass dieser Hund nur in Jägerhände gehört. Ich bin der anderer Meinung, wenn ich ein Mensch bin mit Garten und obwohl, das sage ich gleich dazu, obwohl dieser Hund recht klein ist, bin ich der Meinung, dass man als Besitzer eines deutschen Jagdterriers einen Garten benötigt. Warum, werde ich gleich erläutern. Weil ich denke, wenn ich kein Jäger bin, kann ich diesen Hund genauso halten, nur muss ich diesen Hund unheimlich viel beschäftigen. Mit einem Garten geht das. Ich würde ihm dort einen Galgen bauen, mit einem Strick drauf oder mit einem Reifen drauf, einen Tunnel bauen, drinnen mit einem Ball an einer Feder. Der Hund gehört beschäftigt, der gehört bewegt, geistig beschäftigt, körperlich beschäftigt. Mit diesem Hund müssen Sie was tun. Der deutsche Jagdterrier hat einen überaus ausgeprägten Bewegungstrieb, Jagdtrieb, Kampftrieb. Der ist eifrig. Ja. Das kann ein sehr guter Schutzhund sein. Ja, Schutzhund insofern, er wird versuchen, sie zu beschützen, doch selbst ein 10, 12, noch so entschlossener 10, 12 Kilo Hund wird sie gegen einen erwachsenen Angreifer, gegen einen entschlossenen nicht sehr gut beschützen können, aber er wird es auf jeden Fall versuchen. Der deutsche Jagdterrier ist ein Hund, der in die Kategorie reingehört, ein exzellenter Wachhund, ein super Familienhund, wenn er gut gehalten wird. Ja. Ein unausgelasteter deutscher Jagdterrier ist ein Teufel. Ich kannte mehrere deutsche Jagdterrier, als ich noch in Wien wohnte und meinen American Pitbull Terrier, den Attila, noch hatte, traf ich des Öfteren auf einen deutschen Jagdterrier, der war mit einer Dame unterwegs. Und eine Frage, kennen Sie einen tasmanischen Teufel? Hören Sie sich mal an auf YouTube, wie die schreien. Ja. Dieser Jagdterrier, jedes Mal, wenn er meinen Hund sah, der hat so geschrien, wie ein tasmanischer Teufel. Ja. Und der begann sich an der Leine zu überschlagen vor Zorn. Der wollte mit meinem American Pitbull Terrier kämpfen. Ja. Und wenn Hunde so sprechen könnten wie wir, dann hätte diese Konversation höchstwahrscheinlich so ausgesehen. Mein Hund hätte diesen deutschen Jagdterrier dauernd zugerufen damals: Was willst du, ich filetiere dich. Und der Jagdterrier hätte zurückgerufen: Das ist mir egal, mir geht es nur um den Kampf selbst. So war der gepolt. Ja. Ich kannte auch einen deutschen Jagdterrier, eine Hündin eines Ladenbesitzers in Wiener Neustadt. Die war sehr freundlich, sehr ruhig. Der war nebenbei auch Jäger und der sagte mir, also soweit er weiß, dürfen nur Jäger deutsche Jagdterrier halten. Das ist nicht so, meines Wissens nach. Doch es wird oftmals so gehandelt. Ja? Also es wird oftmals so gemacht, dass deutsche Jagdterrier nur in Jägerhände weitergegeben werden, aber selbst als Nichtjäger darf ich einen deutschen Jagdterrier halten und wenn ich einen Züchter finde, der halbwegs vernünftig ist und dem halt weismachen kann, dass ich ein erfahrener Hundebesitzer bin und den Raum für einen deutschen Jagdterrier habe und auch in Zukunft die Erziehung dieses Hundes in eine Richtung auf mich nehmen möchte, die für den Hund als optimal gilt, dann warum sollte der Züchter mir diesen Hund nicht geben? Aber es gibt natürlich auch deutsche Jagdterrierzüchter, die mir diesen Hund nicht geben würden, wenn ich kein Jäger bin, egal wie hunderfahren ich bin. Doch wie gesagt, der Hund gehört auf jeden Fall in erfahrene Hände, denn das ist ein Teufel. Ja. Er gehört auf jeden Fall in Hände eines Besitzers, der Garten hat. Ja. Denn wenn Sie kein Jäger sind, müssen Sie dem Hund irgendetwas im Garten bauen, ja, an dem Sie ihn auspowern können. Das sind Teufel. Deutsche Jagdterrier sind triebige Teufel. Ja. Können selbstverständlich auch ruhig, entspannt und lieb sein, aber im Wachmodus stehen die unter Strom. Ja. Das sind pure, reinrassige, 100% pure Jagdhunde für die harte Abteilung. Ja. Für diese Leute ist dieser Hund geeignet. Nicht geeignet für Couch Potatoes, die einen lieben kleinen Terrier zu Hause haben möchten, der nur zum Streicheln, zum Schmusen da ist.
für diese Leute ist der deutsche Jagdterrier nicht geeignet. Ja, also ein Hund für hunderfahrene Abenteurer, für Leute, die einen Hund besitzen wollen, der eine große Herausforderung darstellt, sie danach aber bei gelungener oder bei gemeisterter Herausforderung damit belohnt, einer der polarisierendsten Hunderassen der Welt zu sein, obwohl er ein recht kleiner Hund ist. Ja, ja, dann nehmen Sie sich einen deutschen Jagdterrier. Googeln Sie ein wenig, sehen Sie sich YouTube-Videos an. Sie werden mit Sicherheit das eine oder andere Video finden oder die eine oder andere Information im Netz finden über diesen Hund, die Sie beeindruckt und somit dieses Video als berechtigt ansehen, ja, indem ich diesen Hund so Lobpreise, er beeindruckt mich einfach. Ja. Ja, also für diese Leute ist dieser Hund geeignet. Ansonsten kann ich eigentlich nicht mehr viel über diesen Teufel sagen. Ein schöner Hund, ein schneller Hund, ein starker Hund, ein mutiger Hund, ein kampfbereiter Hund, ja, ein guter Familienhund, wenn gut erzogen, wenn nicht gut erzogen und wenn unausgelastet, ein Teufel, eine Geißel des Lebens, ja, also ein Terror. Ja. Der deutsche Jagdterrier, ja. Meine lieben Zuseher, ich möchte mich bedanken, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.